Willkommen zum heutigen Video. Wir sehen uns wieder allgemeine Krypto-News an, was macht Bitcoin, was macht Ethereum und zum Schluss zwei kurze Posts zum Housing-Market in der USA und auch zu KI, wie sie die Märkte beeinflusst. Genau, starten wir gleich rein. Und zwar, was haben wir da? Als erstes haben wir da den ISM gegenübergestellt mit einer 5,4 Jahre Sinuskurve. Man sieht den ISM, dass der in so Zyklen verläuft. Und der ist seit der Finanzkrise eigentlich in so vierjährigen Zyklen verlaufen. 2021 wurden Schulden in der USA refinanziert, aber mit einer bisschen längeren Laufzeit als 4 Jahre, nämlich 5,4 Jahre. Und hier ist eben diese Kurve gezeichnet, wie es aussehen würde, der ISM, wenn er dieser 5,4 Jahre Kurve folgt. Und dieses Chart kommt von Raoul Pal bzw. Real Vision und die haben ein Framework, eben das vorhersagt, dass der ISM mit dem Bitcoin-Preis stark korreliert. Das kann man sich auch anschauen über die letzten Jahre, eigentlich seit der Finanzkrise. Und wenn man dem jetzt Glauben schenkt, dann hatten wir bis jetzt noch gar keinen Bullrun, sondern der ISM war eben unterdrückt aufgrund dieser verlängerten Kurve und sollte jetzt aber dann Fahrt aufnehmen gegen Ende, also bis zur Mitte, Ende dieses Jahres bzw. in 2027 rein. Und wenn Bitcoin-Preis weiter korreliert mit dem ISM, ja, würden wir da dann einen Top sehen. Genau. Nächstes Chart, was haben wir da? Bitcoin is going to zero for the last 17 years. Ja, immer wenn Bitcoin droppt, sagen viele, dass Bitcoin gegen Null gehen wird. Hier sieht man den exponentiellen Trend von Bitcoin. Das Chart ist ein logarithmisches Chart. Man sieht da auf der linken Seite 1, 10, 100.000, 10.000, 100.000 der Preis. Also es geht nicht linear, sondern exponentiell. Deshalb kann man den Preis auch in so einem schönen Trend in einem logarithmischen Chart eben abbilden, wenn der Preis sich exponentiell entwickelt. Und man sieht immer, wenn Bitcoin nahe an diese rote Linie geht, korrespondiert das natürlich mit Angst auf den Märkten und Leute sagen, Bitcoin ist tot, Bitcoin geht gegen Null. Und in den meisten Fällen, zumindest bisher, war es eigentlich nur ein Drop eben wieder zurück zu dieser Linie und dann geht es weiter nach oben. Ziemlich bullish, guter Zeitpunkt jetzt gerade. Ich warte noch ein bisschen mit kaufen, weil ich mir denke, es könnte noch ein bisschen weiter runtergehen, aber sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Was macht ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Genau, was haben wir hier? Bitcoin MVRV C-Score. Das ist wieder ein technischer Indikator von Bitcoin. Auf jeden Fall muss man jetzt nicht ins Detail gehen, was der bedeutet, aber man sieht, wenn hier hohe Ausschläge sind, korrespondieren die oft mit einem Bull Market bzw. mit einem Top, also ziemlich genau in der Vergangenheit sogar, bis zu dem letzten in 2021 ist nicht so weit hinaufgegangen. Und wenn es hinuntergeht in diesen roten Bereich, droppt es meistens nachher ins Grüne, also noch weiter runter und geht halt dann wieder nach oben. Und jetzt sind wir gerade wieder in einem Moment, wo Bitcoin eben diese rote Linie berührt hat und würde auch bedeuten, dass es natürlich noch möglich ist, dass es weiter runter droppt in diesen grünen Bereich. Aber dass dann eigentlich wieder eine Rallye kommen sollte und ein neuer Bull Market beginnt. Genau, TEDx. This is where Bitcoin cycle bottom could happen. Er meint diesen Kreis hier unten. Auch da sieht man den monatlichen RSI, der so einer Trendlinie eigentlich folgt, zumindest die Tiefpunkte davon. Und er sagt, wenn der Monthly RSI unter 38 droppt, dass dann Bitcoin ein Bottom formen wird. Und da sieht man, die Linie ist jetzt noch nicht ganz an dieser weißen Linie angelangt, aber ja, das heißt, laut dieser These wäre jetzt noch ein bisschen Luft zu droppen und dann hätten wir ein Bottom erreicht. Crypto on X, Bitcoin-Preis versus Fear and Greed. Da ist wieder Bitcoin-Preis geplottet und der Fear and Greed-Index im Hintergrund. Und da sieht man immer, wenn der so ganz weit runter geht, korrespondiert das auch mit Punkten, wo Bitcoin-Preis eigentlich ziemlich weit unten war. Und auch da sieht man, dass wir jetzt eigentlich so tief sind wie eigentlich fast noch nie zuvor. Vielleicht da in 2019, bin mir nicht ganz sicher, ob das auch so tief ist. Auf jeden Fall extrem tief. Auch das würde dafür sprechen, dass wir näher an einem Bottom sind als einem Top. Genau. Benjamin Cowen, ziemlich super Kryptoanalyst, sehr quantitativ. Er sagt dazu, Fear and Greed ist jetzt gerade bei 8 und Signs of a Bear Market are when we get extreme fear and no bounces occur.
er sagt eben, wir sind eher in einem Bärenmarkt, weil Fear Greed ist jetzt schon so niedrig und das jetzt schon seit, ich glaube, 2 Wochen mittlerweile oder länger sogar, 3, 4 Wochen. Und es ist noch immer kein Bounce erfolgt und er sagt, das ist ein Indikator, dass wir in einem Bear Market sind und eben nicht in einem Bull Market. Und ja, also eher ein bisschen mehr bärischer Outlook. Genau. Und dann aber allgemeine News. Brian Armstrong, CEO von Coinbase, big moment, you can now trade stocks on Coinbase, the everything exchange is going. Ja, also es ist jetzt möglich, auf Coinbase sogar Aktien zu handeln und das sogar 24/5, also 5 Tage around the clock. Ja, super Sache. Blockchain macht es möglich. Genau. Ethereum, was haben wir dazu? Ethereum, Balance on Accumulation Addresses. Accumulation Addresses sind Adressen, die viel Ethereum halten. Also normal wird das so definiert, dass sie also zum Beispiel über 1000 Ethereum halten und nur akkumulieren und nichts verkaufen. Und diese Adressen sieht man, also die Balance auf diesen Adresses, die Anzahl an Ethereum, die diese Adressen halten, geht eben stark nach oben. Das heißt, die großen Adressen, die Whales, die daran glauben, eventuell auch Institutionen, akkumulieren stark Ethereum. Ja, auch sehr bullisch für den Altcoin-Markt. Genau. Dann haben wir hier, jetzt kommen wir zu den allgemeinen News, Google Searches for Can't Sell a House just hit an all-time high. Höher als 2008 in der Finanzkrise, höher als in der Covid-Zeit und höher als wir jemals gesehen haben. Ja, das ist kein guter Ausblick für die Märkte allgemein, wenn man jetzt das isoliert betrachten würde. Finanzkrise 2008, ein Hauptgrund der Krise war natürlich die überbewerteten Häuser. Und wenn so viele Leute googeln, Can't Sell a House, machen sie sich wahrscheinlich Sorgen, dass sie ihr Haus nicht verkaufen können oder können ihr Haus eben schon seit Monaten wahrscheinlich nicht verkaufen und fragen sich, warum das so ist. Und wäre ein Indikator, dass sich am Housing Market in den USA was ändert. Bedeutet, wenn Werte nach unten gehen, weil die Nachfrage zurückgeht, dann sinkt auch der Wert der Sicherheiten, eben die Häuser, die Sicherheiten sind für die Kredite, die sich die Leute aufgenommen haben und dann müssen die Leute mehr Kredite zurückzahlen oder in Foreclosure nennt man das auch gehen in den USA und Kredite schneller zurückzahlen oder eben dann oft fallen dann auch Kredite aus, weil die Leute das eben nicht mehr bezahlen können und ja, das ist also kein allgemein gutes Zeichen für die Wirtschaft normalerweise. Im Idealfall gehen nur die Preise der Häuser nach unten und sonst passiert nicht viel. Genau, wird man sehen, was das für Auswirkungen hat. Und der letzte Post habe ich interessant gefunden, weil ich selbst in der IT auch tätig bin. Anthropic published a post saying Claude, also Anthropic Cloud can modernize COBOL Code and IBM instantly lost 31 Billion im Market Cap. Also Anthropic hat einen Blogpost verfasst, nur einen Blogpost, in dem eben beschrieben war, dass Cloud COBOL-Code modernisieren kann und die IBM-Aktie oder der Marktwert hat instantly 30 Milliarden an Marktkapitalisierung verloren. Ja, das ist schon riesig, weil, was sagt das aus? Ich bin selbst in großen Bankenversicherungen tätig und alle diese Institutionen stehen vor dem Problem, dass sie den Mainframe abschaffen wollen und diese ganze Mainframe-Architektur ist in COBOL entwickelt. Das sind eben ja, Server, die Mainframes eben, die in den 80ern meistens eingeführt wurden und seitdem dort stehen und diese Modernisierung ist eine riesige Sache für diese Unternehmen, weil es also oft eben keine Personen mehr gibt, die COBOL entwickeln können und also nur sehr wenige tatsächlich und diese ganze Grundstruktur zu erneuern einfach unglaublich große Projekte darstellt. Und IBM ist einer der Anbieter, der für so große Konzerne eben das anbietet, diese Modernisierung zu machen. Das wird dann oft re-engineert oder neu entwickelt in Java zum Beispiel. Genau, und ja, das ist eben ein Hauptbusiness auch von IBM und dadurch, dass Anthropic das jetzt published hat, diesen Post, wo man eben sieht, dass KI diesen COBOL-Code eigentlich erneuern kann, hat IBM instantly 30 Milliarden Marktkapitalisierung verloren. Also man sieht, die KI räumt da schon ziemlich auf den Märkten und ist auf jeden Fall ein Faktor, warum es in letzter Zeit so volatil ist. Genau, bleibt spannend. Ich glaube, die KI ist netto mehr positiv als negativ. Würde mich auch interessieren, was ihr dazu sagt. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Können wir darüber diskutieren in den Kommentaren oder ich mache nächstes Mal wieder ein Video darüber. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.